Dann habe ich noch gedacht, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein, dass manch andere Leute jetzt anrufen und sagen, der Strom ist weg? Also mir war es wirklich klar, ich konnte drauf wettern. So, was ist passiert? Passiert ist Folgendes. Weiter. Buenas noches. Ich wurde heute eingeladen auf ein Asado hier in Encarnación und ich finde das System, kann man jetzt sagen, die Idee mega, mega geil. Hinter mir Posadas. Ich zeige euch gerade mal kurz, wie die Edificios, also die Hochhäuser hier in Paraguay gebaut werden und sage ganz kurz was dazu. So, in Paraguay ist es üblich, dass die Hochhäuser einen Social-Bereich haben. Also das heißt zum Beispiel, hier sind 3 Quinchos, also 3, wo man sich aufhalten kann. Da hat es dann Grill, kann man mieten, zum Beispiel dann für 80.000 Guaranis, das sind ungefähr 10 Euro. Und hat man dann so ein Asado, ja, kriegt das Geschirr gestellt, bekommt abgeräumt, man muss den Grill nicht sauber machen, also ist alles inklusive. Und dann geht es dann noch zum Piscina-Bereich, zum Pool-Bereich. Und ich finde das Konzept eigentlich ganz gut. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Wohnungen jetzt hier sind, aber schaut mal. Und ich war jetzt schon in mehrere Hochhäuser, also Edificios. Und jedes Hochhaus hat hier dann einen Social-Media-Bereich. Und schaut mal die Aussicht dann hier auf die Kirche. Dann haben wir hier Partyviertel hier vorne. Ja, das sieht man sauende Lichter. Und gegenüber haben wir dann schon die Costanera mit der Playa San José. Richtig toll. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, da ist La Isla Media und hier wohnen wir dann. Ich habe jetzt gebraucht mit dem Motorrad 17 Minuten hierher. Also recht zügig und sieht immer in den Videos ein bisschen weit aus, aber 17 Minuten bin ich dann an diesem Ort. Wirklich tolles Konzept, ja, trifft sich dann, sind heute Abend 3 Familien, wo hier feiern. Und dann mit Küche, also jedes Kind hat dann nochmal Küche, zeige ich euch gerne mal kurz. Ja, haben wir einen Kühlschrank, nochmal eine Ablage. So. Also ich finde das Konzept echt toll. Gut, dann bis demnächst. Weiter. Jetzt sind wir wieder auf dem Motorradfest hier in Encarnación und es ist so voll, dass ich mich unterstellen müsste bei Maike Benelli. Keine Ahnung, irgendwie Italiener, aber von China aufgekauft und wird alles produziert in China. Ich laufe jetzt mit euch mal rum und ja, schaut es euch an. Alles voll. Viel Spaß. Weiter. So, und das ist der Ricardo. Und der Ricardo ist zuständig für den Innenausbau. Und das hat er richtig schön gemacht. Me gusto mucho, Ricardo. Sí. Sí, lindo, lindo color. Hermoso. So, das heißt, das ist die Decke reingezogen. Ne? Also das ist Mastchimbrich, die kann man weiter weg. Genau. Die wurde jetzt gestern gestrichen und hat ungefähr den gleichen Ton dann, wie wenn wir fertig sind mit der Theke. Da wird jetzt dann angefangen, hier alles fertig zu machen und dann hier drauf
zu installieren und dann wird der Boden noch gemacht. Den wollen wir jetzt mit Natursteine machen. Ich denke morgen oder heute kommt noch das Dach drauf, ich weiß es nicht. Ich glaube eher morgen. Ja, und so sieht das Ganze aus. Und dann, wie gesagt, Regale hin, Kühlschränke, Freezer, also Tiefkühltruhe. Und da haben wir das alles. Soweit, fertig. Und den Pool haben wir gefüllt. Also die Gäste können sich nicht mehr beklagen, dass wir keinen Pool haben. Der Pool ist da und ist bereit zum Schwimmen. Weiter. So, ich stehe jetzt gerade raus an der Straße. Übrigens, wir haben ja aber doch die Kommission gegründet mit unserem Barrio. Das heißt, die ganze Straße wird jetzt ausgebaut, 8 Meter und mit Steinbelag. Soll dieses Jahr geschehen. Yay! Und wir bekommen Lichter an die Pfosten, genau. Also, und die Straße soll ganz hoch gehen bis ins Aqua Vista. Und die ganze Lichter, weil da oben wohnen ja auch ein Haufen Leute. Und es ist halt ziemlich dunkel da nachts, ne? Gut, jetzt Achtung, was haben wir für ein Problem? Erstes Problem haben wir Transformator. Ich habe den Transformator bezahlt, habe dann die Wahl gehabt, ich setze ihn draußen hin oder ich setze ihn drinnen hin. Wenn ich den Ganze raussetze, dann ist er öffentlich, das heißt, wenn irgendwann ein Vogel dagegen fliegt, was wir schon gehabt habe, ja, und er geht kaputt, dann muss es der Stromanbieter ersetzen. Habe ich den Kasten innen drin, dann gehört er mir. Aber wenn er kaputt geht, dann muss ich da wieder aufkommen. So, und ich glaube, für diesen Transformator haben wir bezahlt, más o menos, also ja, so 30 Millionen Guaranis. Also sprich ungefähr, schlag mich tot, 4.000 Euro. Also wir haben uns entschieden, auf jeden Fall rauszusetzen. So, jetzt ist Folgendes passiert. Der Transformator ist ausgelegt, ja, für das ganze Areal hier. Also das, was wir vorhaben. Jetzt ist uns aufgefallen, dass wir in letzter Zeit sind ganz viele Geräte kaputt gegangen. Entschuldigung, ich muss lachen. Mir war es ja eigentlich klar, ne? Also mir war es wirklich klar. Ich konnte drauf wettern. So, was ist passiert? Passiert ist Folgendes. Irgendwelche Menschen haben sich dran geklemmt. Also natürlich nicht offiziell. Das heißt, bei uns kommt immer weniger an, je länger das die Linie wird. Und wir haben natürlich zur Stoßzeit, also 12 Uhr mittags, wenn gekocht wird, ja, oder abends, geht es dann halt runter, ne? Oder man hat Stromschwankungen drin. So, das haben wir jetzt gemacht. Mir war es ja wirklich klar. Wie ist es aufgefallen? Wir haben die Lichter installiert für die Straße. Dann haben wir die Sicherung rausgemacht. Eigentlich betrifft es ja dann nur unser Grundstück. Aber dann haben wir tatsächlich doch Menschen angerufen. Jetzt ist der Strom weg. Dann habe ich noch gedacht, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein, dass manch andere Leute jetzt anrufen und sagen, der Strom ist weg? Weiter. Auf jeden Fall ist es halt so, bei uns kommt jetzt halt weniger an. Das sind, glaube ich, schon 100 kV, glaube ich, Transformator. Jetzt haben wir Beschwerde eingereicht, Niedrigstrombeschwerde, und jetzt kann es sein, dass wir dann einen größeren hinbekommen, aber wir müssen nicht mehr bezahlen. Also so gut will, gucken wir mal. So, und da kommen sie schon wieder, die zwei. So. Thomas, wie war das gestern mit dem Rasen? Du bist vom Palmexperte zum Rasenexperte geworden, ne? Mit unter anderem, ja. Es sammelt sich immer mehr an, ja. Ja. Was wir natürlich gern machen. Ja. Wo geht's hin? Wir gehen in Städtle. Er möchte noch ein bisschen was einkaufen. Alles klar. Ja? Okay. Also, gut. Bis später dann miteinander. Ciao. Ciao. Genau, so, das haben wir jetzt gemacht. Ja, also muss man. Also ja, war egal. Wir gehen weiter. So, unsere Mauer ist fast fertig, das wollte ich noch sagen. Der Luna ist gerade da. Ich zeige euch gleich mal, wie es fertig aussieht. Hier lassen wir auf, das heißt, jetzt wird hier vorne dann betoniert. Das heißt, wir kommen Regerinnen hin, also so ein Regeschacht, Ablauf. Und die Schiene, wo dann das Tor drauf sitzt, und damit halt, wenn man halt dann reinfahrt, damit es nicht kaputt geht, haben wir gesagt, wir das jetzt hier auf. Und dann können wir hier rein raus. Das sind ja nur 2 Tage. Wenn wir das dann haben, dann wird auch hier zugemauert. So, und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Also nochmal vorher. So. Und nachher. So, jetzt muss ich gerade gucken wegen dem Schatten. Sieht doch schön aus, ne? Also ich finde es richtig toll. Und hier haben wir dann die Lichter später. Und ich habe gestern gemäht, weil wir haben bald eine Hochzeit hier. Und dann hätte ich gern, dass dann alles aufgeräumt ist und alles schön ist. Und das gibt ein großes Fest. Da bin ich mal gespannt. Ich denke, ich mache ein paar Videos von der Hochzeit.
Aber es ist abnormal. Also es ist wirklich abnormal mit dem Rasen. Die machen sich schon lustig über mich. Ich habe am Samstag gemäht. Am Dienstag, also gestern, am 5. März, war der Rasen wieder um 3 bis 5 cm gewachsen. Ja, so ist es. Und Toto und Ruben machen, räumen alles auf. So, ich zeige es euch mal. So, dieses habe ich gestern gemäht, ja? Also am Dienstag. Jetzt schaut mal, ob man das sieht. Man sieht es, oder? Wie groß, wie hoch das der wieder ist. In 3 Tagen, das ist... Boah! Also überlegt euch wirklich gut, ob der großes Grundstück haben möchte oder nicht. Ich bin froh, wenn jetzt der Winter kommt, aber muss ich wenig am Meer. Da müssen wir echt eine Lösung einfallen lassen. Weiter.